Heute bei den Lately News war ein 36-jähriger Mann aus Bruchsal etwas zu genau bei der Auflistung der gestohlenen Güter gegenüber der Polizei, nachdem bei ihm eingebrochen war. Denn neben Geld schrieb dieser auch in die Auflistung, dass ihm aus dem Gewächshaus im Garten auch seine 500 Marihuana-Pflanzen gestohlen wurden. Mittlerweile teilt sich der Mann zufälligerweise mit den Dieben eine Zelle, da er wegen illegalen Besitzes von Marihuana-Pflanzen zu 6 Monaten verurteilt wurde. Und zu weiteren 12 wegen zu viel Ehrlichkeit. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Erwachsenenvideos, in denen ich Oscar Ralf fragte, warum in der Ecke Heu lag. Und nicht nur, weil wir danach die Nadel darin suchten. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, das Sat.1 Frühstücksfernsehen auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Tokio, wo ein Mann gerade mit seiner Pokémon-Liebe Schluss macht, da er zu seinem Roomba zurück will. Außerdem ist auch heute wieder unser Sonderhunde-Korrespondent Sisu zu Gast, die uns die neuesten Dog-Life-Trends zeigen wird. Wer ist ein gutes Mädchen? Na komm, wer ist ein gutes Mädchen? Genau, du bist ein gutes Mädchen. Und jetzt los Sisu, der Postbote hat wieder kurze Hosen an, also zeig ihm, warum du Sisu Wadenbeißer Streletz heißt. Zudem würde sich Sisu bestimmt auch über deinen Besuch freuen, deshalb ist der Link zu ihrem Insta-Account unten in der Videobeschreibung. Außerdem folgt dir der komplette BVB und das heißt bestimmt irgendwas, während mir nur Kathy Hummels folgt. Warum auch immer. Aber kommen wir zuerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Es gibt ein paar Dinge, die man als Dieb für einen Banküberfall einplanen muss. Denn unsagbar viele Überfälle sind schon alleine daran gescheitert, dass die Bankräuber zu den falschen Öffnungszeiten bei der Bank ankamen. Und 4 Maskierte, die da 2 Stunden vor der Tür rumlungerten, sind dann selbst in Berlin irgendwann auffällig. Dass man aber auch als Polizei einen Einsatz im wahrsten Sinne des Wortes in den Sand setzen kann, erlebten ein paar Polizisten mit ihrem Streifenwagen in Berlin-Kreuzberg, als sie zu einem Banküberfall gerufen wurden. Und kaum waren sie dort angekommen, konnten sie gerade noch sehen, wie die Bankräuber in ihrem Fluchtfahrzeug um die Ecke davonrasten. Also fuhr der Streifenwagen sofort hinterher, ohne dabei zu bemerken, dass hinter der Ecke eine schlecht gesicherte Baustelle war und sie nun im frisch gegossenen Beton stecken blieben. Vor ihnen steckte aber auch der Fluchtwagen der Räuber fest. Deshalb immer Augen auf bei der Fluchtfahrt. Währenddessen in München. Werbeversprechen sind meistens kaum das Mahagoni-Papier wert, auf dem sie gedruckt wurden. M&M's schmelzen immer in der Hand, egal ob das die kalte Hand des Nachtkönigs ist oder die Pranke vom Yeti. Mars macht nicht mobil, weder bei Arbeit, Sport und Spiel. Ansonsten wäre der erste FC Mars nicht in der ersten DFB-Runde so kläglich gescheitert am Mond United. Dass falsche Werbung aber richtig teuer werden kann für den Werbetreibenden, zeigte eine Klage, die gegen Telefonica Deutschland Erfolg hatte. Telefonica musste dabei einem Mann 225.000 € auszahlen. Geworben hatte Telefonica damit, jedem Kunden pro Gesprächsminute 2 Cent gut zu schreiben. Und der Mann nutzte das maximal aus, indem er 508 Prepaid-Karten kaufte und diese unzählige kostenlose Nummern anrufen ließ. Der Mann freute sich riesig über die 225.000 €, aber noch mehr freute er sich, nun seiner Frau endlich auch beweisen zu können, warum er 508 Handys haben musste. Derweil in Teheran. Ich habe früher gerne in der Badewanne mit meinen Playmobil-Piratenschiffen gespielt. Meine Tante Erna hat es immer gehasst, dann später die kleinen Playmobil-Säbel aus dem Abflusssieb zu poolen, weswegen eines Tages meine Playmobil-Schiffe verschwunden waren, während meine Tante Erna meinte, dass sie nur zu einem ganz großen Beutezug gesegelt sind und bestimmt bald wiederkommen würden. Seitdem warte ich jeden Abend am Fenster und halte Ausschau. Vielleicht haben es meine Playmobil-Piratenschiffe sogar bis zur Straße von Hormuz geschafft. Dann hätte man sie allerdings
auch auf den Satellitenbildern sehen können, die dort aber nur eine riesige Attrappe des US-Flugzeugträgers Abraham Lincoln des iranischen Militärs gezeigt haben. Normalerweise nutzt der Iran diese Attrappe nur zur Schießübung, was trotzdem irgendwie nicht sehr friedensstiftend wirkt. Allerdings wurde die iranische Regierung kurz darauf von Kim Jong-un angerufen, der nur mal nachfragen wollte, ob sie denn auch Attrappen von Atomraketen im Angebot hätten. Natürlich nur für einen Freund. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal das Freemans Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Freemans Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Es sollte ja bekannt sein, dass ich ein echt guter Gamer bin. Bei Fortnite habe ich Skins, die ansonsten kein anderer besitzt. Ob den Dame Edna Skin oder den Basil Fawlty Skin. Und wenn dir das alles nichts sagt, dann zeigt das einmal mehr, in welchen Sphären ich als Gamer unterwegs bin und du eben nicht. Und natürlich habe ich auch Half-Life gespielt. So viel, dass ich noch heute mit verbundenen Augen Gordon Freeman bis zum Endgegner steuern kann. Dementsprechend war ich aufgeregt, als ich bei meinem letzten Besuch im Biosicherheitslabor in Wuhan ein paar Fledermäuse für unterwegs einsteckte und das Freemans Magazin am Ausgang liegen sah. Natürlich war ich überrascht, wie lasch die Sicherheitsbestimmungen in Wuhan letztes Jahr waren und dass Gordon Freeman nun endlich nach 20 Jahren ein eigenes Magazin herausgebracht hat. Immerhin schneller als einen dritten Teil zu Half-Life. Wie sich nur herausstellte, war das Magazin gar nicht von ihm, sondern nur ein Abenteuermagazin für in Freiland gehaltene Männer. Deshalb sei gewarnt, Freemans Magazin, die dunkelrote Lately Fake News Karte an dich und du kriegst keine meiner Fledermäuse mehr als leckere Rohpasta für den Weg nach Hause. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.